Hallo Holzfreunde! Heute beschäftige ich mich mit dem Lochrastersystem 32. Auch für den Möbelbau im Hobbybereich ist dieses System interessant. Hier erfahrt ihr mehr über die verschiedensten Schablonen und Werkzeuge. Als Beispiel habe ich hier ein Schrankseitenteil. Der Name des System 32 rührt daher, da der Bohrungsabstand 32 mm beträgt. Des Weiteren gibt es noch andere wichtige Maße. Von der Vorderkante bis zur Lochreihe ist das Maß 37 mm. Das Maß ist zum Beispiel wichtig für Topfscharniere. Das System 32 ist keine DIN-Norm, sondern ein herstellerübergreifender Standard. Alle Bohrungen von Hand anzuzeichnen und dann zu bohren, wäre sehr mühselig. Um das Ganze etwas einfacher zu gestalten, gibt es hier solche einfachen Bohrschablonen. Diese gibt es von verschiedenen Herstellern und in verschiedenen Größen. Mit einem Tiefenstopp und einer Bohrmaschine kann man die Löcher ganz einfach herstellen. Ich benutze hier meine selbst entworfene Schablone für meine Oberfräse. Die Löcher meiner Schablone haben einen Durchmesser von 16 mm, so dass diese Kopierhülse meiner Oberfräse ohne Spiel hineinpasst. Das Fräsen der Bohrung ergibt ein sehr sauberes Schnittbild. Die Bohrungen der Lochreihen haben einen Durchmesser von 5 mm und eine Tiefe von mindestens 8 mm. Hier fräse ich die Bohrung mit einem ganz normalen 5 mm Fräser. Noch besser und sauberer sind die Bohrungen aber mit diesem Spezialfräser. Dieser hat eine Zentrierspitze, um mit der Bohrmaschine zu bohren, und einen konischen Anschliff. Damit werden die Bohrungen komplett ausrissfrei. Die äußeren Schneiden sind auch etwas länger, damit sie das Holz anritzen. Mit so einer Bohrschablone geht das Bohren richtig fix. Der Abstand der hinteren Bohrreihe zur vorderen ist ein Vielfaches von 32 mm. Wenn ihr nur Fachböden einlegen wollt, ist der Abstand eigentlich egal. Wenn ihr aber Schubladenführungen montieren wollt, ist dieses vom Vorteil, weil diese im 32er System gebohrt sind und diese dann ohne zusätzliche Bohrung montiert werden können. Sämtliches Montagematerial ist auf diese 5 mm Bohrung ausgerichtet. Regalträger wie auch Möbelbauschrauben. Wie auch die Befestigung der Topfscharniere. Um die Bohrung in den Türen für die Topfscharniere im richtigen Abstand zu bohren, gibt es solche Schablonen. Diese werden oftmals auch vom Hersteller der Topfscharniere mitgeliefert. Die Nasen der Schablonen passen genau in die 32 mm Lochreihe. Ihr legt die Tür einfach an die Schablone an und markiert die Position der Bohrung. Teil 1 des Topfscharniers könnt ihr jetzt einfach in die 32er Lochreihe einschrauben. Die Tür bohrt ihr jetzt an der Markierung mit einem passenden Forstnerbohrer. Das Scharnier wird nun einfach montiert.
Und obendrein passend tut's jetzt auch noch. Das 32er Lochsystem hat den Vorteil, dass man die Höhe der Einlegeböden frei variieren kann. Es ist nicht nur interessant für Plattenmaterialien oder Küchenmöbel, auch für Echtholz. Wenn ihr mich unterstützen wollt und noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal oder gebt mir einen Daumen nach oben.